Hallo und willkommen zu dieser Einführung in die Datenauswertung mit Microsoft Excel für KommunikationswissenschaftlerInnen. In diesem und den folgenden Videos möchte ich Ihnen ein paar grundlegende Anwendungsmöglichkeiten zeigen, wie Sie Excel in Ihrem Studium nutzen können, um mit empirischen Daten zu arbeiten. Warum Excel, fragen Sie sich vielleicht, und nicht SPSS oder R? Ich möchte Sie auf keinen Fall davon abhalten, sich auch mit den genannten im Verlauf Ihres Studiums auseinanderzusetzen. Wenn Sie aber gerade erst anfangen, sich überhaupt mit Statistik und der Umsetzung von Datenanalysen zu beschäftigen, dann bietet Ihnen Excel ein gutes Tool, in das Sie sich wahrscheinlich recht schnell einarbeiten können, weil Sie vielleicht die Microsoft Office Bedienoberfläche schon gewöhnt sind. Außerdem ist Excel weit verbreitet und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Ihnen gute Excel-Skills auch im späteren Berufsleben hilfreich sein werden. Nun aber zur Sache: Wenn Sie Excel öffnen, sehen Sie klassischerweise diese Tabellenform, darüber das Menü mit unterschiedlichen Reitern, die wir mit der Zeit kennenlernen werden. Dazwischen finden Sie die Eingabezeile, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Erst einmal aber zur Tabelle, der Ort, wo wir unsere Daten finden werden. Beachten Sie, dass die Kopfzeile der Spalten immer mit Großbuchstaben überschrieben ist, während die Zeilen ganz links außen nummeriert sind. Aus der Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl ergibt sich für jede Zelle eine eindeutige Zuordnung. Zum Beispiel A1 für diese erste Zelle hier in der ersten Zeile und der ersten Spalte. Die Zelle daneben hat die Bezeichnung B1, die Zelle darunter A2. In die Zellen können Sie, wenig überraschend, etwas reinschreiben. Aber vielleicht schon etwas überraschender, Sie können in den Zellen auch Berechnungen vornehmen. Dazu beginnen Sie beim Schreiben in der Zelle mit ist gleich und dann, was Sie rechnen möchten. Achten Sie darauf, während Sie in der Zelle schreiben, taucht Ihr Geschriebenes auch in der Eingabezeile hier oben auf. Wenn Sie entern, wird Ihnen in der Zelle das Ergebnis angezeigt. Klicken Sie zurück auf die Zelle und Sie sehen, dass in der Eingabezeile noch Ihre Aufgabe steht. Vielleicht haben Sie sich vertippt, dann können Sie das hier nochmal ändern. Vielleicht wollte ich hier nicht 5 plus 6, sondern 5 plus 7 rechnen, also ändere ich das und bekomme 12. Sie können Ihre Zellen auch zusammenrechnen. Markieren Sie die Werte, zum Beispiel, die addiert werden sollen, und klicken Sie im Reiter Start auf das Summenzeichen. Unter den Werten taucht dann Ihre Summe auf. Sie können, um das Gleiche zu erreichen, aber auch die Excel-Formel nutzen. Dazu können Sie irgendwo auf Ihrem Datenblatt, wo Sie am Ende die Summe angezeigt haben möchten, in eine Zelle klicken. Beginnen Sie Ihren Eintrag wieder mit ist gleich und dann in Großbuchstaben tippen Sie Summe. Sie sehen, hier kommt ein Auswahlmenü, wo Sie unterschiedliche Vorschläge bekommen. Wir wollen die Summe, Klammer auf, und dann markieren Sie die Werte, aus denen die Summe gebildet werden soll. Ich markiere hier also die Zellen A1 bis A6. Das sieht man auch hier in der Zelle A1 Doppelpunkt A6. Der Doppelpunkt meint dabei bis. Sie müssen die Klammer dann schließen, entern und bekommen das Ergebnis. Wichtig ist, wenn ich nun eine der Zellen verändere, auf die sich meine Berechnung bezieht, dann ändert sich auch das Ergebnis. Ich habe Ihnen hier in einem weiteren Tabellenblatt, Sie können hier unten zwischen den Tabellenblättern wechseln, ein erstes kleines fiktives Beispiel für Daten mitgebracht. In der Regel werden die Datensätze, mit denen wir im Fach arbeiten, in Form einer klassischen Datentabelle vorliegen. Das heißt, dass wir Fälle zeilenweise aufgelistet sehen, während jede Spalte eine Variable repräsentiert. In jeder Zelle ist also eine Ausprägung einer Variablen, die zu einem bestimmten Fall gehört, dargestellt. Bei Befragungen wären die Fälle zum Beispiel Personen, die Variablen sind die Antworten, die diese Personen in der Befragung auf eine Frage gegeben haben. Bei Inhaltsanalysen könnte der Fall zum Beispiel ein Zeitungs-, Online- oder Fernsehbericht sein. Die Variablen wären die kodierten Merkmale des jeweiligen Medieninhalts. Zum Beispiel hier könnten wir uns also eine kurze Befragung unter Studierenden vorstellen. Jede Zeile repräsentiert die Informationen für eine Person. Hier der Name, das Alter, in welchem Studiengang jemand studiert und wie viel Zeit die Person an einem bestimmten Tag auf Social Media verbracht hat. Wenn Sie nun feststellen, dass Ihnen eine Spalte fehlt, vielleicht möchten Sie eine ID hinzufügen, markieren Sie die erste Spalte, indem Sie oben auf die Kopfzeile klicken. Dann ist die markierte Spalte unterlegt und Sie gehen im Reiter Start auf Einfügen. Ich möchte hier jeder Person eine ID zuordnen und fange also an zu tippen. 1, 2, 3. Weil ich aber faul bin, nutze ich die Autofill-Funktion
Für das Weitere dazu markiere ich, was ich bisher geschrieben habe, gehe mit dem Mauszeiger auf die untere rechte Ecke. Der Pfeil der Maus wird zu einem schwarzen Kreuz und durch Klicken und Ziehen kann ich meine Markierung erweitern und die restlichen Einträge werden automatisch vorgenommen. Nochmal zur Erinnerung, natürlich kann ich mir auch hier jetzt den Mittelwert zum Beispiel für die Social Media Nutzung ausgeben lassen. Dazu tippe ich ist gleich und dann in Großbuchstaben weiter Mittelwert. Markiere mir dann die Werte, aus denen ich den Mittelwert berechnen möchte, Klammer zu, Entern. Und ich habe einen Mittelwert von 60,2. Vielleicht interessiert mich ja auch das höchste angegebene Alter. Dann gehe ich in meine Zeile zurück, fange an zu tippen, ist gleich Max, Klammer auf, markiere mir hier das Alter, Klammer zu, Enter und sehe, dass 28 das höchste angegebene Alter ist. Wenn Sie kein Video verpassen wollen, abonnieren Sie den Kanal. Weiter geht's im nächsten Video mit einfachen und relativen Häufigkeiten.